Ja, willkommen zurück. Heute habe ich die neue Suunto 9 Peak Pro auf dem Tisch. Suunto war so freundlich, hat mir die Uhr hier zur Verfügung gestellt, beziehungsweise als Reviewgerät zur Verfügung gestellt. Ich habe aber keinerlei Auflagen, möchte es aber aus Transparenzgründen hier erwähnen. Es ist ungefähr jetzt knapp ein Jahr her, dass Suunto die neuen Peak auf den Markt gebracht hat. Wir haben jetzt hier die Pro-Variante auf dem Tisch liegen und ich möchte einfach mal schauen, was sind jetzt hier die Unterschiede gegenüber der Suunto 9 Peak. Die Uhr weist eine Größe von 43 mm auf, das entspricht auch der Größe der Suunto 9 Peak, beziehungsweise diese Uhr ist jetzt auch 64 Gramm schwer, was 2 Gramm schwerer ist gegenüber des Vorgängermodells. Ebenfalls ist das neue Modell auch wieder mit den Edelstahl-Lünetten verbaut. Wir haben aber auch wieder die Möglichkeit, das Ganze in einer teureren und kratzfesteren Titanium-Version zu nehmen, aber in der Grundausstattung bekommt ihr hier die Edelstahl-Variante. Was bei allen Uhren aber verbaut ist, ist ein Saphirglas, das heißt also, das Ganze ist dann entsprechend auch kratzfest und ihr braucht jetzt hier auch keine Displayfolien nutzen. Was sich leider nicht geändert hat, ist die Displaygröße. Wir haben immer noch 240 x 240 Pixel. Das Ganze ist dann wieder ein Touch-Display bzw. auch ein Memory-in-Pixel-Display. Das heißt, es ist in der Sonne wunderbar oder sehr gut ablesbar. Wir können aber auch die Uhr mit den Bedienknöpfen bedienen. Wir haben an der rechten Seite dann auch noch 3 Knöpfe, mit denen wir das Ganze bedienen können. Was ich an dieser Stelle schade finde, ist, dass Suunto weiterhin diesen großen Displayrand hat und hier nicht aufgeschlossen hat gegenüber anderen Herstellern, die mittlerweile deutlich größere Displays anbieten. Was die Sensorik angeht, so haben wir dann auch wieder einen barometrischen Höhenmesser verbaut, der sowohl den Luftdruck misst als auch die Höhe. Und natürlich ist dann auch wieder ein 24/7 Herzfrequenzmesser dabei, beziehungsweise ein Pulsoximeter, der entsprechend den Blutsauerstoff misst. Sowohl in der Nacht oder auch dann auch auf Wunsch können wir entsprechend die Messung hier ausführen. Ebenfalls ist die Uhr auch wieder 100 Meter wasserdicht. Was jetzt neu hinzukommt, ist, dass es einen Schnorchelmodus gibt, bei dem eine Tiefmessung angezeigt wird. Ich habe das Ganze selber jetzt nicht testen können, weil ich jetzt nicht zum Schnorcheln gekommen bin, aber das ist einer der neuesten Features, die die Uhr jetzt hier unterstützt. Darüber hinaus wurde die Uhr auch mit den höchsten Militärstandards getestet, zumindest laut Webseite. Das konnte ich natürlich jetzt hier nachvollziehen, ob das Ganze auch so weit passt. Das heißt also sowohl Temperaturschock, Fall, Druck, Sand, Eis und Salzbeständigkeitstests wurden hier durchgeführt, beziehungsweise werden hier entsprechend dann unterstützt oder davor geschützt. Wie bei einer Sport- und Fitnessuhr natürlich erwartet, haben wir hier auch wieder einen Schrittzähler verbaut, beziehungsweise auch einen Kalorienmesser, der euren Kalorienbedarf zeigt oder anzeigt, beziehungsweise auch die Aktivkalorien. Darüber hinaus haben wir dann auch wieder einen Ressourcenmonitor dabei, der einfach zeigt, wie viel Power oder wie viel Energie ihr hier im Körper habt, um eventuell noch ein Workout durchzuführen. Die Suunto 9 Peak Pro unterstützt natürlich auch wieder das Schlaftracking. Ihr könnt dann entsprechend das Ganze oder müsst das Ganze erstmal aktivieren. Ihr müsst dann festlegen, wann eure Schlafzeiträume sind, damit die Uhr ungefähr weiß, wann ihr ins Bett geht. Es ist auch so, dass wenn ihr schlaft, dann entsprechend auch der Blutsauerstoffwert gemessen wird. Was aber die Auswertung angeht, so ist sie doch sehr sporadisch. Ihr bekommt dann angezeigt, wie lange ihr geschlafen habt. Ihr bekommt auf der Uhr dann auch ein paar Daten angezeigt, wie die Qualität war, wie sich das Ganze zusammensetzt. Es ist aber so, dass die Aufwachphasen nicht immer so ganz exakt erkannt worden sind. Ich habe das Ganze im Vergleich mit der Apple Watch Ultra und Autosleep gemacht und Autosleep ist da doch sehr zuverlässig, was zumindest die Aufwachphasen angeht. Und hier hatte ich immer so eine Abweichung von 10 Minuten, 20 Minuten gegenüber jetzt der Apple Watch Ultra. Darüber hinaus wird dann auch das Fitnessniveau gemessen, beziehungsweise die VO2 Max und hier bekommt dann auch entsprechend euer Fitnessalter angezeigt. Natürlich haben wir dann auch ein Widget, was uns die Höhe anzeigt, auf welche Höhe ihr euch befindet, beziehungsweise auch die Anzeige des barometrischen Wertes und ein Sonnenaufgang und Untergang darf natürlich auch nicht fehlen. Ebenfalls haben wir dann auch hier eine Unwetterwarnung eingebaut, beziehungsweise wenn dann entsprechend der Druckabfall so hoch ist, bekommt ihr hier entsprechend die Meldung. Was wir weiterhin leider nicht haben, ist eine Wettervorhersage. Das heißt, ihr bekommt jetzt nicht angezeigt, wie es in den nächsten Stunden sich das Wetter entwickelt, beziehungsweise auch nicht, wie sich das Ganze in den nächsten Tagen entwickelt. Und da finde ich es echt schade, weil hier die anderen Hersteller wie Polar oder Garmin deutlich mehr anzeigen, als jetzt hier die Suunto 9 Peak Pro in der Variante. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein digitaler Kompass. Hier bekommt ihr, wie gesagt, den Kompass entsprechend angezeigt. Ihr könnt aber auch zum Beispiel hier eine Peilungsnavigation durchführen. Last but not least haben wir dann auch noch die Möglichkeit, hier die Musik über die Uhr zu steuern. Das Ganze ist aber nur in der Form möglich, dass wenn die Uhr mit dem Handy verbunden ist, entsprechend da die Musik gesteuert werden kann. Das funktioniert auch mit Spotify oder Apple Music. Was leider immer noch nicht geht, ist hier Offline-Musik mitzunehmen. Das heißt also, wenn ihr jetzt ohne Handy raus wollt, Musik hören, das ist leider hier aktuell immer noch nicht möglich. Was mit dem neuen Update der Suunto App bzw. auch der Suunto 9 Peak Pro hinzugekommen ist, ihr könnt dann einzelne Widgets ausschalten. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr das Widget für die Benachrichtigung nicht haben möchtet oder auch das Kompass-Widget oder das Musik-Widget, dann könnt ihr es entsprechend ausstellen und es wird dann in der Uhr nicht mehr angezeigt. Das heißt also, ihr müsst dann nicht mehr durch Widgets swipen, die ihr nicht mehr haben möchtet. Die können wir, wie gesagt, entsprechend abstellen. Was Suunto mit der neuen Peak Pro ebenfalls gemacht hat, ist mal hier das Menü richtig aufzuräumen.
Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel auf dem Zifferblatt seid, könnt ihr nach unten scrollen und kommt hier auf alle Einstellungsfelder. Das heißt also, ihr könnt dann hier die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft einstellen oder auch das Nichtstören beziehungsweise auch die Zifferblätter. Stichwort Zifferblätter, da ist es leider immer noch so, dass ihr die von Suunto vorgegebenen Zifferblätter nur nutzen könnt. Das heißt also, es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, über einen Drittanbieter-Store oder über einen Store von Suunto selber hier Zifferblätter herunterzuladen, die zum Beispiel jetzt irgendwelche User kreiert haben. Das ist hier aktuell noch nicht möglich. Ihr seid tatsächlich an die gebunden, die Suunto hier zur Verfügung stellt. Was ebenfalls überarbeitet worden ist, ist auch die Einstellung bei den Aktivitäten. Das heißt also, wenn ihr jetzt eine Aktivität auswählt, bekommt ihr eine Auflistung aller Einstellungsmöglichkeiten innerhalb dieser Aktivität. Das heißt zum Beispiel die GPS-Genauigkeit bzw. auch die Batterienutzung könnt ihr entsprechend einstellen. Oder auch wenn ihr jetzt eine Route-Navigation durchführen wollt, könnt ihr entsprechend direkt die Route auswählen oder auch dann hier die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft einstellen. So habt ihr alles auf jeden Fall auf einem Überblick. Stichwort Sportaktivitäten, der Suunto 9 Peak Pro, ich blende sie einfach hier schon mal neben mir ein, bietet die Uhr bis zu 95 Sportaktivitäten. Das heißt also so klassische Sachen wie Laufen, Radfahren, aber auch Reiten oder Triathlon ist dabei oder auch dann Segeln und Turnen. Und der Vorteil ist, bei jeder Sportaktivität könnt ihr diese dann auch entsprechend individuell einstellen. Das heißt, ihr könnt euch dann die Aktivität auswählen und hier dann die Datenfelder so einstellen, wie ihr das Ganze braucht. So habt ihr zum Beispiel beim Laufen die Möglichkeit, nicht nur nach Pace zu laufen, sondern auch die Wattmessung am Handgelenk zu nutzen und diese entsprechend anzeigen zu lassen. Was Suunto ebenfalls nun anbietet, ist auch ein strukturiertes Workout zu erstellen. Ihr könnt dann hier über die Suunto-App auf die Uhr gehen und dann entsprechend in das Menü der strukturierten Workouts hineingehen. Hier könnt ihr dann eure eigenen Intervalle einstellen, beziehungsweise eure Trainingslaufeinheiten. Und da habt ihr zum Beispiel den Intervallen auch die Möglichkeit, sowohl nach Herzfrequenz, nach Pace oder auch zum Beispiel nach Leistung zu trainieren. Und je nachdem, wo ihr zum Beispiel wohnt, ist es vielleicht sinnvoller, gerade im bergigen Gebiet vielleicht nach Leistung zu laufen und könnt ihr entsprechend nach Leistung laufen, seid hier nicht auf Pacefelder angewiesen. Wenn ihr das Ganze erstellt habt, wird das auf die Uhr übertragen und dann könnt ihr entsprechend hier nach den Anweisungen der Uhr das ganze Training durchführen. Ebenfalls unterstützt die Uhr auch wieder eine sogenannte Krümelnavigation bzw. eine Point-to-Point-Navigation. Was ist eine Krümelnavigation? Das ist einfach eine Navigation, wo ihr einem Strich folgt und keine Karte im Hintergrund ist. Ihr habt dann auch wieder die Möglichkeit, sowohl über Komoot, also es wird auch Komoot unterstützt, die Route zu planen oder über die Suunto-App selber. Bei der Suunto-App selber bekommt ihr dann auch eine Heatmap angezeigt, das heißt also, das sind die beliebtesten Routen, die dann entsprechend getrackt worden sind. Da könnt ihr zum Beispiel zwischen Laufen, Radfahren aussuchen und entsprechend hier die Route planen und sagen, okay, wenn ich irgendwo fremd bin, dann plane ich einfach nach der Heatmap und kann mir dann entsprechend die Route zusammenstellen und diese wird dann auch dann direkt auf die Uhr übertragen. Was die Navigation selbst angeht, so bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ihr bekommt nämlich dann immer, wenn ihr an der Kreuzung seid, die nächste Abbiegung angezeigt und nicht mehr die Abbiegung, die ihr gerade vor Ort habt. Das heißt, wenn ihr jetzt bei der ersten Kreuzung seid, bekommt ihr etwa 30 Meter vorher angezeigt, dass ihr rechts abbiegen müsst. Habt diese Kreuzung erreicht, bekommt dann aber die Anzeige, wie ihr dann bei der nächsten Kreuzung abbiegen müsst. Ich finde es gerade, wenn man in der Stadt unterwegs ist, kann es doch etwas schwieriger werden. Ich habe das jetzt in Hamburg gehabt, dass, ja, wenn eine Abbiegung kommt, ich dann gesehen habe, okay, ich muss jetzt links abbiegen, dann kam gleich wieder eine. Also wenn gerade so viele in Folge kommen, kann das Ganze das mal dann zu Verwirrung führen. Aber insgesamt wird das Ganze doch ganz gut angezeigt, beziehungsweise man kommt dann auch entsprechend an sein Ziel. Was neu hinzugekommen ist, ist die Unterstützung mit Hammerhead. Wir haben jetzt hier ja die Möglichkeit, mit dem KRoute 2 von Hammerhead hier alle Daten mit der Suunto-App zu synchronisieren. Das heißt also, wenn ihr jetzt auf Fahrradnavigation unterwegs seid oder auf Fahrrad unterwegs seid und ihr sagt, okay, ich möchte mit der Uhr das Ganze jetzt nicht tracken, sondern nehme das fürs Laufen, habt ihr auch jetzt die Möglichkeit, hier ein Fahrradnavi zu nutzen, obwohl ja Suunto direkt selber kein Gerät anbietet. Hier werden die Konten entsprechend dann verbunden und alle Daten, die ihr auf dem KRoute 2 dann sammelt, werden dann auch auf die Suunto-App übertragen und fließen auch entsprechend in die Fitnessberechnung mit ein. Umgekehrt ist es auch so, wenn ihr zum Beispiel Touren plant, zum Beispiel das Radfahren-Touren über die Heatmap und das Ganze abspeichert, dann wird das Ganze dann auch, wenn ihr möchtet, auf die Hammerhead-Webseite übertragen und ihr könnt dann entsprechend die Routen auf dem KRoute 2 durchführen. Das finde ich von Suunto einen guten Schritt. So haben wir jetzt auch die Möglichkeit, entsprechend ein Fahrradnavi zu nutzen und können hier die Daten übertragen und müssen hier nicht mehr mit GPX-Importen hier arbeiten und haben dann natürlich dann auch die Daten für die Berechnung entsprechend des Fitnessstatus mit dabei. Natürlich unterstützt die Suunto 9 Peak Pro auch wieder Suunto Plus. Was ist Suunto Plus? Suunto Plus ist eine Option, die ihr beim Laufen zum Beispiel auswählen könnt. Das heißt, ihr könnt euch zum Beispiel einen Kalorienburner anzeigen lassen oder ihr könnt einen Ghost Runner machen. Da könnt ihr entsprechend gegen die Zeit laufen bzw. gegen euch selber. Oder auch eine Kleinfunktion, die dann euren Bergaufstieg und Bergabstieg aufzeichnet. Ich habe dazu auch mal Videos gemacht, die verlinke ich euch oben mal. Da habe ich einfach mal gezeigt, wie das Ganze mit Suunto Plus funktioniert.
Was jetzt aber neu hinzukommt, ist, dass ihr jetzt nicht mehr fest verbaute Suunto Plus Werte habt. Ihr könnt das Ganze entsprechend ja auch jetzt hier verwalten. Einmal könnt ihr diese Suunto Plus Funktion rausnehmen, die ihr nicht nutzen möchtet. Wenn ihr zum Beispiel sagt, Wings of Life möchte ich nicht haben, macht's raus, oder ein Burner, dann könnt ihr das Ganze entsprechend auch abwählen. Was Suunto jetzt ebenfalls eingeführt hat, ist ein Suunto Plus Shop. Da möchte ich aber gleich vorweg sagen, das ist nichts, wo ihr jetzt was kaufen müsst. Also da müsst ihr jetzt nicht irgendwie nochmal Geld investieren. Das ist einfach frei, ist einfach jetzt nur der Name. Da könnt ihr nochmal verschiedene Suunto Plus Funktionen aussuchen. So könnt ihr zum Beispiel einen FTP-Test auswählen oder einen Cooper-Test oder auch Yoga-Übungen bzw. auch ein 7-Minuten-Workout. Da gibt es aber noch eine Vielzahl weitere neue Funktionen, die ihr dann entsprechend nutzen könnt. Das Ganze wird dann auch immer wieder erweitert und so habt ihr auch die Möglichkeit, das Ganze dann individuell zu gestalten, wie ihr das Ganze möchtet. Natürlich bekommt ihr dann in der Suunto-App, wenn ihr ein Workout durchgeführt habt, wieder eine genauere Analyse angezeigt. Das heißt also, ihr bekommt eine Auswertung der Herzfrequenz bzw. zum Beispiel eure Leistung oder auch die Ruhezeiten werden hier angezeigt. Zudem gibt es auch wieder so Werte wie zum Beispiel den PTE-Wert. Der zeigt euch dann an, wie effektiv euer Training war und so könnt ihr dann immer das Ganze einschätzen, ob das Ganze euch vorangebracht hat. Was es ebenfalls in der Suunto-App gibt, ist dann auch eine Übersicht, wie eure Trainingsentwicklung war. Das heißt also, ihr bekommt dann über die Zeit angezeigt, ob ihr euch entsprechend dann ja euer Fitness aufbaut oder eure Fitness abbaut, beziehungsweise hier ja euch nicht weiterentwickelt. Und so habt ihr das Ganze dann in der Übersicht, ob ihr dann übertrainiert seid oder untertrainiert seid. Das Ganze basiert natürlich dann auf der Belastung des Trainings. Ihr bekommt dann für jedes Training einen sogenannten Belastungswert und der wird dann entsprechend dann draufgerechnet, einmal für die Ermüdung und natürlich dann für den Ausbau eurer Fitness. Eine große Stärke der neuen Suunto 9 Peak Pro ist eindeutig die Akkulaufzeit. Also hier hat wirklich Suunto einiges getan, beziehungsweise es ist deutlich länger geworden. Ich bin jetzt hier im normalen Smartwatch-Modus mit 24/7 Herzfrequenzmessung beziehungsweise auch Schlaftracking und dem Pulsoximeter auf etwa 18 Tage Laufzeit gekommen. Das Ganze habe ich jetzt etwas hochgerechnet, weil ich nicht jetzt ganz 18 Tage das Ganze testen konnte, aber so in etwa bin ich mit der Zeit hingekommen. Was den reinen Zeitmodus angeht, so gibt das ganze Suunto mit 30 Tagen an. Konnte ich an dieser Stelle jetzt nicht testen, ist aber das, was hier der Hersteller entsprechend angibt. Was den Akkuverbrauch der Workouts angeht, so habe ich bei meinen Testläufen, wo ich alles genutzt habe, das heißt also, ich habe nichts abgeschaltet gehabt, ich habe wirklich alles genutzt, was geht, kam ich so etwa bei 65 Minuten auf 3% Akkuverbrauch. Im Umkehrschluss heißt es etwa, wenn man das Ganze hochrechnet, hier auf 37 Stunden kommt. Suunto gibt das Ganze hier mit 40 Stunden an. Das heißt also, so in etwa kommt das Ganze dann auch hin. Natürlich habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, hier im Batteriemodus innerhalb des Workouts bzw. der Aktivität das Ganze zu verlängern bzw. die Akkulaufzeit zu verlängern. Das Ganze geht natürlich dann auf Kosten der GPS-Genauigkeit. Das heißt, umso weniger Genauigkeit ihr dann akzeptiert oder haben möchtet, könnt ihr entsprechend hier natürlich, wie gesagt, die Akkulaufzeit verlängern. Das Ganze geht dann bis zu 300 Stunden. Stichwort GPS, wir haben hier auch wieder GPS, GLONASS, Galileo und der japanische bzw. chinesische Standard verbaut. Und was bei der Suunto 9 Peak Pro ebenfalls hinzukommt, dass sie jetzt 4 Satellitensysteme gleichzeitig nutzen kann, beziehungsweise auch bis zu 32 Satelliten verarbeitet. Zum Vergleich, die alte Suunto 9 Peak konnte hier nur 2 Satellitensysteme gleichzeitig verarbeiten, beziehungsweise auch maximal 12 Satelliten. Man verspricht sich hier damit eine bessere Genauigkeit. Das Ganze geht natürlich dann auch entsprechend auf den Akkuverbrauch. Durch den größeren und besseren, effizienteren Akku haben wir hier aber keine großen Einbußen, was die Aktivitäten angeht. Wenn wir uns das GPS-Bild dann mal etwas genauer anschauen, zum Beispiel im Vergleich mit dem Multiband von Garmin, mit der Apex 2 in diesem Fall, sehen wir auch, dass wir hier sehr solide Leistung bekommen, beziehungsweise sehr solide Werte. Gerade wenn ihr dann im Stadtgebiet unterwegs seid, wo das Ganze mit Häusern abgedeckt wird oder auch unter Brücken, unter Führungen oder jetzt auch hier an der Außenalster, wo ich gelaufen bin, habe ich wirklich sehr solide und sehr gute GPS-Werte bekommen und musste hier in keiner Weise irgendwie dem Multiband nachstehen. Zu guter Letzt haben wir dann noch die Herzfrequenzmessung. Die Uhr bietet ja wie gesagt auch schon eine 24/7 Herzfrequenzmessung, beziehungsweise natürlich dann auch beim Workout wird entsprechend die Herzfrequenz am Handgelenk gemessen. Hier ist es aber so, wenn ich das Ganze mit einem Brustgurt vergleiche, dass ich doch hier deutliche Abweichungen gegenüber des Brustgurtes erhalte. Das heißt also, Spitzenwerte werden nicht genauso erreicht oder auch die Werte werden entsprechend nicht gehalten. Die Uhr wurde links getragen und wurde auch entsprechend festgetragen. Das heißt also, hier ist auch nichts gerutscht. Ich habe auch keine Tätowierung am Arm oder andere Dinge, die an dieser Stelle einen optischen Herzfrequenzsensor stören könnte. Dass sowas etwas besser geht, zeigt uns zum Beispiel die Apple Watch Ultra, die ich sogar am rechten Handgelenk getragen habe, also weiter weg vom Herz. Diese hat hier im Vergleich, obwohl ich die Uhr rechts getragen habe, gegenüber der Suunto 9 Peak, deutlich mehr in der Nähe des Herzfrequenzgurtes angelegt, beziehungsweise es sind fast die identischen Werte dabei herausgekommen.
Daher muss ich auch sagen, dass ich da ein bisschen enttäuscht bin, was die optische Herzfrequenzmessung angeht. In diesem Fall würde ich dann wirklich hier dazu raten, auch hier einen externen Brustgurt zu nutzen, der einfach hier bessere Werte liefert. Ihr habt natürlich dann auch hier Möglichkeiten, über Bluetooth hier entsprechende Brustgurte zu verbinden. Die Suunto 9 Peak Pro wirkt im ersten Schritt wie ein Facelift. Ja, es ist eigentlich auch ein Facelift, also die Uhr unterscheidet sich optisch zumindest nicht groß von dem Vorgänger der 9 Peak. Wir haben aber gerade beim Thema Akkulaufzeit doch eine deutlich höhere Steigerung bzw. einen deutlich besseren Wert als mit der alten Uhr. Was aber immer noch schade ist, dass das Display hier wirklich sehr klein gehalten wird. Ich wünsche mir doch für die nächsten Generationen, dass man hier auf jeden Fall den Rahmen ausnutzt. Es gibt definitiv schon deutlich bessere Displaymodelle bzw. größere Displays und das würde der Uhr auf jeden Fall nicht schaden, hier ein größeres Display zu verbauen. Ebenfalls, was mich überzeugt hat, ist auch das GPS-Bild. Aufgrund einfach, dass hier mehr Satelliten verarbeitet werden können, bekommen wir natürlich hier bessere Werte angezeigt. Was ich ebenfalls sehr gelungen finde, ist auch die Überarbeitung des Menüs. Da muss ich aber sagen, wenn ihr das alte Menü gewohnt seid, dann ist das klar eine Verbesserung. Aber wie gesagt, wenn ihr das alte gewohnt seid und wisst, wo ihr hin müsst, dann ist das natürlich an dieser Stelle auch kein Problem. Und es wäre auf jeden Fall hier kein Grund, jetzt zu sagen, okay, wenn ich jetzt einen Suunto 9 Peak habe, entsprechend die Uhr abzugraden, nur damit ich hier das bessere Menü habe. Was man ebenfalls positiv hervorheben muss, und das betrifft jetzt aber nicht nur die Suunto 9 Peak Pro, sondern auch die anderen Uhren, das ist die Überarbeitung der Suunto App. Das heißt, dass ihr jetzt auch strukturierte Workouts machen könnt oder zum Beispiel hier bei Suunto Plus auch diesen Shop habt, dass ihr das Ganze individuell verwalten könnt. Einzig, was die Suunto 9 Peak Pro hier anders hat als gegenüber zum Beispiel der Suunto 5 Peak, ist, dass ihr hier entsprechende Widgets abschalten könnt, die ihr nicht haben möchtet. Wenn ihr jetzt in der Suunto-Welt unterwegs seid und jetzt eine Uhr defekt ist, beziehungsweise wenn ihr sagt, okay, ich habe so ein altes Modell und möchte mal ein Upgrade durchführen, dann ist auf jeden Fall die Suunto 9 Peak Pro eine Überlegung für euch wert. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben, was die Suunto 9 Peak Pro angeht. Wenn dich noch mehr zum Thema Suunto interessiert, ich habe oben eine Playlist, da kannst du mal reinschauen, das ist alles rund um Suunto, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe unten eine Best-of-Playlist, da kannst du auch mal reinschauen, da siehst du sonst, was alles noch auf dem Kanal so stattfindet. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.